Gott spricht zu dir und zu mir. Teil 2. Im letzten Teil habe ich beschrieben, wie Gott zu dir spricht mit Hilfe von Intuitionen, Träumen, Menschen und Medien. Heute möchte ich dir 2 weitere Möglichkeiten vorstellen. Gott spricht durch innere Bilder. Vor 2 Jahren war ich mit Freunden auf einer christlichen Freizeit. Dort gab es ein Angebot, Gottes Stimme hören. Wir nahmen natürlich an diesem Kurs teil. Zuerst beteten wir gemeinsam. Dann waren wir für 5 Minuten still. 5 Minuten können auch lang werden, wenn man nichts hört. Von allen Seiten raschelte und kritzelte es. Nur bei mir nicht. Okay, Kopf hoch. In der nächsten Runde höre ich dich, Gott, dachte ich. Und ja, auf einmal sah ich eine wunderschöne, bunte Blumenwiese. Das Seltsame war nur, dass das Bild hin und her schwing, als ob ich ein Hütchen einer Pusteblume wäre. Das war mir zu komisch. So beschloss ich, nichts von meinen Bildern zu erzählen. Doch dann erzählte eine Frau, dass sie eine Blumenwiese sah und wie die Hütchen der Pusteblumen wegflogen. Sie sprach zu Gott: Das Bild ist jetzt wirklich seltsam und ohne Zusammenhang. Wenn du es tatsächlich bist, der mir das Bild geschickt hat, Gott, dann bitte schick es noch jemandem. Darauf meldete ich mich und sagte: Ich war das Pusteblumenhütchen. Hätte sie sich nicht getraut, ihr Bild zu erzählen, hätten wir beide nicht bemerkt, dass Gott zu uns gesprochen hat. Gott spricht durch Gedanken. Das ist die häufigste Art, in der Gott zu mir spricht. Ich werde es nie vergessen, wie Jesus mir antwortete, als ich ihm in den Ohren lag mit: Jesus, ich kann es kaum erwarten, dieses Leben gelebt zu haben und mit Mitte 80 mich von dieser Welt in deine Arme zu begeben. Und Jesus sprach zu meinem Herzen: Was ist dein Leben im Gegensatz zur Ewigkeit? Wow. Amen. Das war's. Ein anderes Mal, mein Mann und ich schauten uns den Film Die Arche an. Weil es schon spät war, stoppte ich den Film. Gerade als Noah sah, wie böse die Welt geworden ist. Total traurig ging ich ins Bett. Diese Bilder ließen mich nicht los. Ich fragte Gott: Papa, warum hast du das alles auf dich genommen? Liebst du uns so sehr? Warum hast du es nicht bei der Arche belassen? Die Menschen sind heute nicht besser als damals. Warum, Papa, hast du alles auf dich genommen, wo du doch genau weißt, wie es endet? Und Gott antwortete inmitten meinen Gedankenchaos mit großen, dicken und lauten Buchstaben vor meinen Augen, weil ich weiß, wie es endet. Wenn Gott spricht, merke ich es oft an der Reaktion meines Herzens. Ich habe das Gefühl, dass es tanzt zu einem wunderschönen Liebeslied. Wenn du möchtest, nimm dir heute 5 Minuten Zeit. Bete und hör, was Gott dir zu sagen hat, und sei gespannt. Mach dich bereit, Gottes Stimme zu lauschen. Vielleicht hörst du zuerst nur ein sanftes Rauschen in deinen Ohren. Doch mach dir keine Sorgen. Übung macht den Meister. Von Mal zu Mal fällt es dir leichter. Und schon bald wirst du sehen, Gott spricht zu mir und ich kann ihn wirklich verstehen.